Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beziehungsweise Folge 2 von Strap Talk. Heute geht es um mein erstes NATO-Band. Ich habe mir nämlich das Bin Lun heißt der Hersteller, NATO-Band bei Amazon bestellt, ähm, in der Farbe Blau-Grau. So kommt das Ganze an und ich möchte das heute einfach mal zusammen mit euch auspacken und ja, mal schauen, wie sich das Band an meiner Citizen Pro Master macht. Ich habe bisher, wie gesagt, keine Erfahrung mit NATO-Bändern und ja, finde den Look aber schon seit längerem ganz cool. Bin ehrlich gesagt aber ein bisschen zu geizig, da irgendwie 30, 40 Euro für so ein Band auszugeben. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal mit dem hier und ja, bin ehrlich gesagt ganz gespannt. Das Ganze ist ganz ordentlich verpackt in so einer durchsichtigen Klarsichtfolie. Die Verpackung allgemein ist natürlich jetzt nicht besonders schön. Ach so, was noch erwähnenswert ist, es wird noch so ein Putztuch mitgeliefert. So ein Mikrofasertuch. Sieht eigentlich jetzt nicht besonders hochwertig, aber ganz brauchbar, um die Uhr mal abzuwischen oder so. Und dann, das habe ich noch gar nicht gesehen, Bandwerkzeug, falls man die Federstege von seinem Band entfernen muss. Und dann haben wir hier drin noch ein paar Ersatzfederstege. 4 Stück, um genau zu sein. Eigentlich ganz nett. Nettes Gimmick. Das heißt Gimmick, aber kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen, die Dinger. Je nachdem. Zur Qualität kann ich jetzt natürlich nichts sagen. Also meistens sind die Originalbänder da mal meistens ein bisschen besser. Beziehungsweise die Federstege, sorry, nicht Bänder. So, und ich packe das Ganze jetzt hier mal aus der Plastikverpackung. Sorry für das ganze Knistern, ich hoffe, man hört das nicht so. Ja, dann sehen wir das ganze Band hier schon. Es wirkt im ersten Moment ja so ein bisschen steif, sage ich mal. Also man sieht auch, dass es hier so durch die Verpackung noch so leicht geknickt ist. Hat eine leichte Biegung. Das ist jetzt alles hier voller Fusseln von den Baumwollhandschuhen. Aber die Farbe, muss ich sagen, gefällt mir auf den ersten Blick ganz gut. Die Schließe macht auch einen ganz schönen Eindruck eigentlich. Ist halt relativ massiv, nicht besonders dezent, aber wirkt ganz robust. Die Metallelemente zum Einschieben des Bandes sind auch relativ massiv gearbeitet, sage ich mal. Stehen auch ganz schön ab vom Band. Also ich bin gespannt, wie das Ganze gleich an der Uhr aussieht. Der Stoff ist ziemlich dick. Also ja, ich weiß nicht genau, ob es jetzt wirklich auch dieser, wie nennt man das, Sicherheitsgurtstoff ist, mit dem, glaube ich, geworben wird. Ähm, Macht auf den ersten Blick, also beziehungsweise beim ersten Fühlen, einen ziemlich robusten Eindruck. Ähm, Dann hier sieht man die Löcher für die Dornschließe zum Verstellen. Sieht so ein bisschen aus, als wären die ausgestanzt worden. Geht wahrscheinlich auch nicht anders, also schätze ich mal. Und das Ende des Bandes, ja, hier sieht es halt so ein bisschen so aus, sage ich mal. Also hier an dem Endstück, als wäre das hier so, ich sag mal, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber es sieht so ein bisschen aus, als wäre es hier verklebt worden, diese Abrisskante oder ja, Abschneidekante. Also das sieht so ein bisschen, ist auch gefühlt so ein Ticken härter hier oben, als hätte man da irgendwie das Endstück mit Kleber versucht, bündig zu kriegen oder eine saubere Trennung zu erzielen. Ist die Frage, inwiefern das Ganze hält oder wie lange das Ganze hält. Ähm,
Aber sonst an den Seiten sieht das Ganze eigentlich ganz gut aus. Und der Farbton gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Ist halt so ein bisschen dieses James Bond, an dieses James Bond NATO-Band angelehnt, der Look, ganz klar. Was ja ursprünglich schwarz und grau ist. Hier sieht man dann noch den Einschub für die Uhr, beziehungsweise ja, diese Zweiteilung, diese klassische von den NATO-Bändern. Und ich würde sagen, wir ziehen die Uhr direkt mal auf. Ich hoffe, ich kriege das hin. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das mache mit dem NATO-Band. Muss man nur die richtige Seite finden. Gibt ja auch, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten, das Ganze anzubringen. Gibt es auch noch verschiedene Videos zu, aber ich versuche es jetzt einfach mal so, in der Hoffnung, dass es dann gleich passt. Ja. Man muss es hier dann so ein bisschen hochschieben und kann das Ganze dann so durchziehen. Das ist, wie gesagt, etwas steif, das Band. Ich hätte es, wie gesagt, etwas weicher erwartet, den Stoff oder das Material. Ja, vielleicht noch ein bisschen. Ja, ein Stück geht noch. Und dann schiebt man das Ende hier durch. Und ich glaube, das müsste es gewesen sein. Okay, ich sehe jetzt natürlich der klassische Fehler. Ich habe die falsche Seite genommen. Also ich muss die Uhr nochmal drehen, also nochmal rausnehmen. Alles klar. Beim nächsten Mal wird es besser. Das Ganze nochmal abnehmen. Also es geht auch sehr, sehr einfach. Das Band ist 20 mm breit für die Bandanschlüsse der ProMaster. So, und jetzt einmal um 180 Grad drehen und nochmal von vorne das Ganze. Können wir das gleich so nach hinten durchziehen. Dann geht es einfacher, beziehungsweise schneller. So. Und dann das Ende hier noch einmal durchziehen. Und jetzt müsste es richtig rum sein. Genau, perfekt. So. Hier sieht man, okay, es ist halt hier jetzt ein ziemlich steifes Stück, sage ich mal. Also das Ende hier deutlich, dass es hier auch noch vernäht ist. Das Ganze ist das hier sehr, sehr unflexibel. Das Teil mit der Dornschließe vom Armband. Aber ich finde, es ist sehr gut zu dem Blauton des Ziffernblatts passt. Also ist nicht ganz der gleiche Blauton, aber ergänzt sich eigentlich ganz schön. Ich hatte erstmal überlegt, das Band in grau-schwarz zu bestellen, aber dann hatte ich gedacht, okay, schwarz und blau vom Ziffernblatt, das könnte sich so ein bisschen beißen, obwohl die Lünette der Uhr ja auch schwarz ist. Aber ich finde, das Blau passt eigentlich ganz gut jetzt vom Armband zum Ziffernblatt der Uhr. Und ich würde sagen, beziehungsweise ich, lege das Ganze jetzt einfach mal kurz an den Arm an. Und dann schauen wir uns das Ganze mal am Arm an. Ich bin selber ganz gespannt. Wie gesagt, das erste NATO-Band. Wie sich das jetzt auch anfühlen wird. Okay. Ja, das habe ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen befürchtet. Also hier steht so ein Teil über, also das Ende vom Band sozusagen. Das kann man dann hier so einklappen. Quasi die Lasche so einklappen. Das Problem ist, dass es jetzt schon ein ganz schöner Apparat am Handgelenk ist, finde ich. Die Position der Dornschließe ist auch
irgendwie ein bisschen ungünstig. Entweder habe ich das hier gerade falsch gemacht oder mein Arm ist einfach zu schmal. Ich habe einen 17,5 Zentimeter Handgelenksumfang und meiner Meinung nach sollte die Dornschließe hier weiter unten sein, also sich irgendwo in der Mitte des Handgelenks befinden oder zumindest hier irgendwo 2 Löcher weiter runter. Aber hier außen, also die ist ja jetzt fast schon wirklich sehr weit außen, quasi an der Seite des Handgelenks. Das finde ich jetzt ja, ist schon ein bisschen unglücklich, muss ich sagen. Auch sonst gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut, dass es hier relativ weit übersteht, das Band. Also die Farbe gefällt mir gut und auch vom Tragekomfort her ist es jetzt gerade wirklich ganz angenehm, auch schön leicht. Klar, ich meine, was soll da auch was wiegen? Ich meine, es ist Stoff und die 3, 4 Metallteile, die wiegen natürlich nicht viel, aber mir persönlich ist es einfach hier, das Band vergrößert den Lack-to-Lack der Uhr einfach sehr optisch sehr, finde ich. Und ja, ich versuche es mal hier euch zu zeigen. Also es ist halt auch wirklich, steht auch sehr, sehr weit vom Handgelenk ab. Das ist jetzt ein bisschen schwierig einzufangen mit der Kamera. Ja, farblich wirklich, wirklich schön. Gefällt mir gut, aber wie gesagt, dieses obere Teil, das stört mich so ein bisschen, dass es doch so relativ weit absteht vom Handgelenk nach oben. Und ja, dafür ist mein Handgelenk irgendwie gefühlt einfach zu schmal. Dem einen oder anderen wird es vielleicht besser gefallen. Es gibt, muss man dazu aber auch noch sagen, Alternativen, ich glaube auch vom gleichen Hersteller, die dann quasi auch den gleichen Stoff haben, auch den NATO-Stoff, aber wie so ein klassisches Armband sind dann mit normalen Federstegen. Das ist jetzt das alte Armband, was ich dran hatte. Dazu hatte ich auch schon ein Video aufgenommen, das kann ich euch gleich mal hier in der Infobox verlinken. Hier oben werde ich das reinpacken. Aber ja, zu dem Band, also für mein Handgelenk ist es jetzt im ersten Moment nichts, muss ich sagen. Aber als normale Armbandvariante, quasi ohne NATO-Band-Effekt, könnte ich mir das doch gut vorstellen. Ich muss mal gucken, ob ich da nochmal dasselbe Band quasi mit Federstegen oder mit Federsteganschluss mir bestellen werde, weil ja, sonst finde ich es an sich echt ganz schön. Ja, ein bisschen schade, aber das passt für mich so einfach leider nicht. Ist ein bisschen zu klobig einfach. Und sonst ist die Uhr deutlich dezenter an meinem Arm. Und so wird es schon einfach zu prägnant oder zu auffällig durch das Band. Das gefällt mir persönlich jetzt einfach nicht so schön. Ja, schade. Ich hätte mich eigentlich so ein bisschen gefreut auf mein erstes NATO-Band. Aber ja, Versuch macht klug, wie man so schön sagt. Ich zeige es euch hier nochmal in der Nahaufnahme. Eigentlich wirklich ein ganz schönes Band. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass es da qualitativ Besseres gibt. Es ist wirklich die Frage, wie lange sich der Entschuldigung, der Stoff hier auch hält. Also Langzeit Erfahrungen kann ich euch natürlich jetzt hier nicht mitteilen. Werde ich auch leider nicht können. Ich denke, dass ich das Band zurückschicken werde. Aber ja, ist wirklich die Frage, wie robust das Ganze ist. Ich meine, für 15 € kann man dann auch nicht super viel erwarten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Steifigkeit im Band nach längerem Tragen auch noch rausgehen wird. Also es ist jetzt auch nicht super steif, aber was mich einfach stört, ist auch hier dieses vernähte Element, dass es hier so relativ unflexibel ist. Ich hoffe, man kann das auf der Kamera so ein bisschen sehen. Ich meine, vielleicht geht es bauartbedingt nicht anders. Das kann natürlich sein. Aber
So ist es für mich zumindest leider nichts, auch wenn ich es wirklich optisch gelungen finde, das Band. Ja. Na gut, alles klar. Ich werde mal versuchen, meine Videos etwas kürzer zu halten. Versuche heute damit anzufangen. Ich denke, heute konntet ihr den ersten Eindruck über das Binlun NATO-Band bekommen. An sich ein schönes Band, für mich persönlich jetzt leider nichts. Hier nochmal der Lieferumfang im Überblick. Hier ist das Bandwerkzeug, die Federstege und das Putztuch gibt es auch noch dazu. So, jetzt sind wir ganz so schön zusammen gefaltet. Alles klar, je nachdem, wann ihr das Video seht, es wird jetzt wahrscheinlich am ersten Weihnachtstag hochgeladen werden, wünsche ich euch und euren Familien schöne Weihnachten. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, gerne abonnieren und ein Like da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei einem neuen Video. Als nächstes wird es ein cooles Review geben zu einer kultigen Uhr. Ich werde noch nicht zu viel verraten, aber dem einen oder anderen könnte sie aus den 80er Jahren noch bekannt vorkommen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Macht's gut. Ciao.